0. Hello, friends. Welcome to our evening of question and answers tonight. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem Abend mit Fragen und Antworten heute. We hope that you have all been doing very well Wir hoffen, dass es Ihnen allen sehr gut geht and that you have been taking good care of yourselves. und dass Sie sehr gut auf sich selbst aufgepasst haben. And we hope that you have been subscribing our channel and liking our videos. Und wir hoffen, dass Sie unseren Kanal abonnieren und unsere Videos liken. So I welcome Dr. Saurabh Sharma. Ich heiße Dr. Saurabh Sharma herzlich willkommen. It is quite late in India right now, Hier in Indien ist es schon sehr spät am Abend, but he's always there to help us out. aber er ist immer da, um uns zu helfen. So in this question answer sessions, we would like to answer the questions that we have received from you. In diesen Sitzungen mit Fragen und Antworten möchten wir gerne die Fragen beantworten, die wir von Ihnen erhalten haben. And apart from this, you can write to us anytime and you will receive answers from us. Und abgesehen davon können Sie uns auch jederzeit schreiben und werden dann von uns eine Antwort bekommen. So let us take the first question. Nehmen wir also die erste Frage. This is from Hungary. Die kommt aus Ungarn. So it says, how can we deal with high blood pressure? Wie können wir mit hohem Blutdruck umgehen? Even though when we are trying to follow an Ayurvedic lifestyle. Obwohl wir versuchen, einen ayurvedischen Lebensstil zu führen. And this person is a strong Pitta person in early 40s. Der Fragesteller ist eine starke Pitta-Person und Anfang 40. And he is practicing meditation. Und er praktiziert auch bereits Meditation. And he says that it might be an emotional root cause in his case. Und er vermutet, dass der hohe Blutdruck in seinem Fall einen emotionalen Ursprung haben könnte. So let us hear from Dr. Saurabh about what he should do. Also hören wir jetzt von Dr. Saurabh, was er tun sollte. Namaste, everyone. Namaste an Sie alle. So, as per the question itself has the answer. Was die Frage anbelangt, so enthält sie eigentlich schon die Antwort. Because, my dear friend, if you have already Pitta dominating body constitution, Denn, lieber Freund, wenn Sie bereits eine starke körperliche Pitta-Konstitution haben, then you are pretty naturally more susceptible towards high blood pressure problem. dann haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Problem mit hohem Blutdruck bekommen könnten. I appreciate that you are following Ayurvedic lifestyle and daily guidelines. Es freut mich, dass Sie in Ihrem täglichen Leben ayurvedische Empfehlungen befolgen. But this is also very important that you follow seasonal regime as well as the Pitta pacifying diet. Und es ist auch sehr wichtig, dass Sie sich nach den Jahreszeiten richten und dass Sie in Ihrer Ernährung Pitta-reduzierende Lebensmittel bevorzugen. If I would be very particular, then I must say you must practice breathing exercises, which is pranayama, regularly. Und wenn ich es ganz genau nehmen will, dann müsste ich sagen, dass Sie Atemübungen machen sollten und regelmäßig Pranayama machen. In the diet, it would be good if you can have more celery, mung beans, melons, and cilantro. Auf die Ernährung bezogen sind Sellerie, Mungbohnen, Mung beans, Celery,
Cilantro, melons. Melonen und das vierte Wort kenne ich tatsächlich nicht, Cilantro. I don't know what cilantro is actually, I'm sorry. Okay, it's okay. And it will also be very, very good that you should have meals on time. Never skip your meals. Und es ist auch sehr wichtig, dass Sie Ihre Mahlzeiten rechtzeitig einnehmen und nie eine Mahlzeit überspringen. And the most important last tip is, please keep your body hydrated. Und der wichtigste letzte Hinweis ist, bitte sorgen Sie, dass Ihr Körper genug Flüssigkeit hat. These simple tips will help in balancing your Pitta dosha and will help in balancing the body imbalance too. Und diese einfachen Tipps werden dabei helfen, das Pitta-Dosha ins Gleichgewicht zu bringen und die körperliche Gesundheit im Gleichgewicht zu halten. Good. So let's take the next question. Gut, nehmen wir die nächste Frage This is from Germany. aus Deutschland. The person says he would like to know what is the right time to eat yogurt? Der Fragesteller würde gerne wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Joghurt zu essen. So as you are not supposed to combine dairy products with many kind of things. So Man soll Milchprodukte ja nur mit wenigen Dingen kombinieren. So he wants to know that if he eats yogurt after lunch, or should he eat it with lunch or as an extra meal? Wenn ich den Joghurt also nach dem Mittagessen zu mir nehme, mischt er sich doch mit den anderen Speisen und sollte ich ihn deswegen einzeln separat essen? Very good question. Sehr gute Frage. Because in Ayurveda, it is always suggested to take lassi in place of yogurt. Denn im Ayurveda wird immer empfohlen, Lassi zu sich zu nehmen anstelle von Joghurt. I think in our previous videos, or I think in some of the previous webinar, we have discussed about the preparation method of lassi also. Ich glaube, in einem früheren Video oder in früheren Webinaren haben wir auch darüber gesprochen, wie man Lassi zubereitet. If I speak particularly about yogurt, at least it should never be taken post sunset. Wenn ich jetzt über Joghurt an sich spreche, dann sollte man zumindest befolgen, dass man Joghurt nicht nach dem Sonnenuntergang zu sich nimmt. But if you take lassi, let's say before the lunch or maybe after the lunch even, it helps in better digestion. Aber wenn man Lassi zu sich nimmt, vor dem Mittagessen oder auch nach dem Mittagessen, dann hilft es bei einer besseren Verdauung. If you take lassi before meals, it helps as a better appetizer. Und wenn man Lassi vor den Mahlzeiten einnimmt, regt es auch den Appetit an. If you mix a little bit of roasted cumin seeds and maybe 1 or 2 pinches of hing with lassi, it is very good in digestion. Und wenn man dem Lassi ein paar geröstete Kumin-Kreuzkümmelsamen zugibt und 1-2 Prisen Hing, dann ist das besonders gut für die Verdauung. So my suggestion is better take lassi in place of yogurt. So ist meine Empfehlung, lieber Lassi zu nehmen als Joghurt. But Dr. Sharma, can he take yogurt in breakfast with like some cereal or fruit or some black pepper? Kann er den Joghurt zum Frühstück essen mit Getreide, Müsli oder Früchten oder auch schwarzem Pfeffer? Thanks, Dr. Richa, for this question. We have to be very specific as per the body type of the person also. Vielen And Dank, also the seasonal regime. Vielen Dank, Dr. Richa, für diese Frage. Man muss da sehr genau auf die körperliche Konstitution des Fragestellers achten und außerdem auch die Jahreszeit berücksichtigen. Because let's say, for example, if this is a winter season and somebody takes yogurt in the morning with the breakfast with a lot of seeds and fruits mixed with it, it is not usually a good idea. Denn wenn zum Beispiel Winter ist und jemand zum Frühstück Joghurt isst mit viel Früchten und Getreide drin, dann ist das keine so gute Idee. So in this particular thing, I would say, based on if somebody is a very pitta or kapha person, so I think it would be good to decide the prakriti analysis first and accordingly take the yogurt or maybe
the mixture of yogurt with some seeds. In diesem Fall muss man also genau untersuchen, was das Prakriti des Fragestellers ist und dann entsprechend die Empfehlung geben, ob es okay ist, dass er Joghurt isst oder besser Lassi. Yes, that's right. The Prakriti analysis should be done before deciding on the diet. Ja, das ist richtig. Man sollte erst die Prakriti-Analyse machen, bevor man über die Ernährung etwas entscheidet. So we'll go on to the next question. Gehen wir also weiter zur nächsten Frage This is from a lady in Germany, von einer Dame aus Deutschland. and she says that since menopause, which started around when she was 50 years, Sie sagt, seit ihrer Menopause, die begann, als sie etwa 50 war, and now she is about 57. und jetzt ist sie ungefähr 57, She has had recurring pain in the joints, hat sie immer wieder Schmerzen in ihren Gelenken. first in the wrist, Erst in den Handgelenken, then the lower back, dann im unteren Rücken, then the knee, dann im Knie and lately the shoulders hurt. und in letzter Zeit schmerzen die Schultern. And they also crack often when she stands up, like making sound. Die Gelenke knacken auch oft, wenn sie zum Beispiel aufsteht. And she says that in the Vata phase of my life, Und sie sagt, in dieser Vata-Phase ihres Lebens I use ghee for cooking and reduce dry foods. verwendet sie Ghee zum Kochen und reduziert trockene Lebensmittel. I practice yogasana and oil my body. Sie sagt, ich praktiziere Yoga-Asanas und öle meinen Körper ein. What else do you recommend in addition? Was empfehlen Sie noch zusätzlich? That's a very good question again and very practical. Auch wieder eine sehr gute und sehr praktische Frage. So what happens usually is this, late 50s and in between 60s, this is basically your Vata period. Im Allgemeinen ist es ja so, dass in den späten 50er und in den 60er Jahren seines Lebens man in einer Vata-Phase ist. And in this Vata phase of life, this is pretty obvious that you may have certain kind of radiating or fluctuating pains in the body. Und in dieser Vata-Phase des Lebens ist es offensichtlich, dass es häufig vorkommt, dass man immer wiederkehrende oder wandernde Schmerzen im Körper in den Gelenken hat. And when you have Vata phase going on, it happens that you have imbalanced Agni also sometimes. Und wenn die Vata-Phase weitergeht, kommt es auch vor manchmal, dass man ein Ungleichgewicht in seinem Agni hat. This is also often seen that during menopause, women have Pitta and Vata imbalances, so they have variable Agnis. Man sieht oft, dass Frauen in ihrer Menopause Ungleichgewicht in Vata und in Pitta haben und dass deswegen ihr Agni durcheinander kommt. So when you have variable Agni, you are more susceptible towards Ama accumulation also. Und wenn Agni sich dauernd ändert, dann ist man sehr empfindlich für die Anhäufung von Ama. So when you may have Ama accumulation, then you may have such kind of pains and stiffness also in the body. Und wenn man Ama anhäuft, dann kann es vorkommen, dass man solche Schmerzen oder Steifigkeit der Gelenke hat. So I hope you remember our previous webinar about oil pulling or Gandusha. Und ich hoffe, dass Sie sich an unser letztes Webinar erinnern über das Ölziehen oder auch Gandusha genannt. So I appreciate that you're doing self-abhyanga, yoga, asanas and meditation. Ich schätze es sehr, dass Sie ein Selbstabhyanga machen, Yoga-Asanas und Meditation. But along with this, if you do oil pulling or Gandusha every day in the morning, it will also be very beneficial for you. Wenn Sie zusätzlich noch das Ölziehen oder Gandusha jeden Morgen machen, dann wird Ihnen das sehr weiterhelfen. Along with this, it will be good if you include avocado, asparagus and broccoli in your diet. Außerdem wird es Ihnen gut tun, wenn Sie Avocado, Spargel und Brokkoli in Ihre Ernährung aufnehmen. I hope this will help you. And along with this,
one of the rasayana, which is called as golden transition, it is also beneficial during this phase. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter und gleichzeitig kann ich Ihnen noch eine Nahrungsergänzung empfehlen, ein Rasayana mit der Bezeichnung Golden Transition, die auch sehr gut ist für diese Phase des Lebens. Yes, doctor. And do you recommend Panchakarma? I think that a good regime with oil and things will be helpful for the joints. Und ja, danke. Empfehlen Sie auch Panchakarma? Ich glaube, das könnte sehr hilfreich sein, auch für die Gelenke mit dem Öl. Yes, Dr. Richa, that will be very good. Ja, Dr. Richard, das wäre sehr gut. Because in this golden transition, it's not just the physiological imbalances, but some other imbalances, that also happen. And Panchakarma is very good for that. Denn es ist ja so, dass in dieser Menopause, in der Golden Transition nicht nur also körperliche Ungleichgewichte entstehen können, sondern auch auf anderen Ebenen. Und dafür ist Panchakarma dann sehr gut. And do you recommend some calcium supplement in this case, where the joints and bones are more, in this case, Würden Sie die Einnahme von Calcium empfehlen, wenn die Gelenke so betroffen sind in diesem Fall? Yes, definitely. As we discussed about asparagus and avocado and broccoli, I think Moringa plays a very, very important role too. Ja, wir haben ja bereits über Avocado, Spargel und Brokkoli gesprochen in diesem Zusammenhang und auch Moringa spielt da eine sehr gute Rolle in diesem Zusammenhang. And definitely, speaking about the rasayanas, calcium care and iron supplement plays a very, very vital role in balancing the health. Und in diesem Fall ist auch als Ergänzung Calciocare und das Eisenrasayana sehr zu empfehlen. Yeah. So going to the next question. Gehen wir zur nächsten Frage. From Germany. Aus Deutschland. This is, according to Ayurveda, if one has high cholesterol, can one still consume ghee? Nach dem Ayurveda möchte ich fragen, wenn man einen hohen Cholesterinspiegel hat, kann man dann trotzdem Ghee zu sich nehmen? And whole milk and whole cottage cheese. Und Vollmilch und Vollfett-Hüttenkäse? Or should she take the lighter version, like this half milk, half whole milk, or the light version of cheese? But yeah, sorry, Verena. Oder sollte sie die Light-Version, also die fettreduzierte Version von Milch und Hüttenkäse verwenden, die fettarme? But she says that she found the light version harder to digest, harder on her body. Sie hat das Gefühl, dass sie die fettarme Version von Hüttenkäse schlechter verträgt, dass sie sich schwerer anfühlt in ihrem Körper. So what would be the right advice? If she has cholesterol, can she take milk and ghee and these things, or how should she go about it? Was wäre jetzt also der richtige Rat, wenn sie hohen Cholesterinspiegel hat? Darf sie dann Ghee und Vollmilch und andere Vollmilchprodukte verwenden oder wie sollte sie sich verhalten? Again, a very, very good question. Wieder eine sehr gute Frage. But, my friends, as I always speak about the Agni, I always speak about the body constitution. So that's very important. Aber meine liebe Freunde, ich spreche ja immer über Agni und dabei sprechen wir dann auch immer die Konstitution des Körpers und die ist sehr wichtig. So, if I speak about Ayurveda, and according to Ayurveda, ghee is a very, very easily digestible fat. Ich spreche ja hier über Ayurveda und gemäß dem Ayurveda ist Ghee ein sehr, sehr leicht verdauliches Fett. But in Ayurveda, we are always emphasizing on good Agni, or let's say balanced Agni. Und wir betonen im Ayurveda immer die Wichtigkeit von gutem Agni oder besser ausgedrückt von einem sehr ausgeglichenen Agni. So that's how the answer goes like, if you have good Agni, then
it is definitely advisable to have ghee and other fats along with milk to consume. Und so geht auch meine Antwort. Wenn Sie ein gutes Agni haben, dann sollten Sie definitiv Ghee zu sich nehmen und konsumieren. But if you have low Agni, or let's say if you have variable Agni, then it is not advisable to have it. Wenn Sie aber ein schwaches oder geringes Agni haben oder ein sich änderndes Agni, dann ist das nicht so empfehlenswert. Let me just take you back to our previous webinars when we had spoken about the 7 dhatus in our body. Lassen Sie mich noch einmal auf unser vorangegangenes Webinar zurückgehen, wo wir über die 7 Dhatus im Körper gesprochen haben. So there was one dhatu which was meda dhatu, or let's say fat dhatu in our body. Es gibt ein Dhatu in unserem Körper, das Meda-Dhatu genannt wird. Das ist das Fettgewebe, das Fett-Dhatu des Körpers. And we also discussed about the dhatu agnis. Und wir haben auch über die Dhatu Agnis gesprochen. So every dhatu is formed one after another. Die Dhatus werden eines nach dem anderen aufgebaut. So if you have cholesterol issues in your body, it means there is some imbalance with your dhatu agni also. Wenn man also Cholesterinprobleme hat körperlich, dann heißt das, dass man mit dem Cholesterin, mit dem Fettdhatu auch Agni auch ein Problem hat. It means some imbalance is there in the agni, which is leading towards ama accumulation. Das bedeutet, dass in diesem Agni ein gewisses Ungleichgewicht besteht und das führt dann dazu, dass sich Ama anhäufen kann. So in this particular case, it is good to have ama cleansing and good nutritious diet. Und in diesem speziellen Fall ist es dann sehr gut, eine Ama-Reinigung machen zu können und eine sehr gut angepasste Ernährungsweise. So my suggestion is this: it will be good to have your pulse diagnosis done and analyze your agni levels. Mein Vorschlag oder meine Empfehlung wäre also, dass es gut wäre, wenn Sie sich eine Pulsdiagnose geben lassen und dabei auch die Agnis analysieren lassen. And cooking with moderate amount of ghee will help you as well. Und mit einer gemäßigten Menge Ghee zu kochen, wird Ihnen auch helfen. And on the top of it, definitely please practice yoga asanas and regular exercises every day. Und zusätzlich bitte praktizieren Sie regelmäßig Ihre Yoga-Asanas und bewegen Sie sich auch sportlich jeden Tag. So here I would like to ask additionally for this person that while doing these things, should she stop taking any fats and ghee, or she can continue that while she is doing the nutritious diet and balancing the Agni? So, but meanwhile, like right now, what should she do? Sollte sie im Moment schon, bevor sie diese Diagnose machen lässt, die Pulsdiagnose, sollte sie sich dann mit Ghee und Fetten zurückhalten, momentan, vorübergehend? As I said, Dr. Richa, cooking with ghee will not create any issues, I believe so, until she consults a good Ayurveda practitioner for the pulse diagnosis. Cooking with ghee will help her. Wie ich schon sagte, Dr. Richa, wenn sie mit einer gemäßigten Menge Ghee kocht, dann wird das sie auf keinen Fall schaden. Kochen mit Ghee ist immer gut. Yes, but if the Agni is weak, then maybe milk and cheese she should not take for now until things are corrected. Aber wenn das Agni schwach ist, dann sollte sie im Moment vielleicht Milch und Käse beiseite lassen, bis die Diagnose gemacht ist. Yeah, that will be great, because even if you are taking milk, it may be a little heavy for your digestion as well. It may create a little bloating too. Ja, das wäre sehr gut, denn also auch Milch kann sehr schwer verdaulich sein in solchen Phasen und eine Schwere erzeugen und kann auch blähen. Yeah. So, Doctor, the next question is, Die nächste Frage. Is soaking the pulses necessary for better tolerance, like soaking the pulses overnight before cooking
or eating. Verena, did you get that one? Not quite. Soaking Is- the pulses. Yeah, the pulses, I think the beans and Ja, sorry. Ja. Die Frage ist, ob es gut ist oder wichtig ist, dass man Hülsenfrüchte über Nacht einweicht, bevor man sie dann kocht. Yes, it is very good because at times pulses sometimes may increase a bit of vata dosha too. Ja, das ist sehr gut, denn manche Hülsenfrüchte können manchmal das Vata-Dosha ein bisschen erhöhen. But if you soak them, they become laghu and become easily to be further digested. Aber wenn man sie einweicht, dann werden sie Lakhu und werden dann später in der Folge leichter zu verdauen. Because this is also a little variable as per the agni of a person. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Agni der entsprechenden Person. But in general practice, if you soak it, it is definitely going to help your digestion and will be easily digested and absorbed. Aber ganz generell kann man sagen, dass das Einweichen immer die Verdauung erleichtert und die Aufnahme der Nährstoffe. And the same person has another question, which says that after lunch, I always have to eat something sweet. What is the reason for this? Dieselbe Person hat noch eine weitere Frage und sagt, nach dem Mittagessen muss ich immer was Süßes essen. Und woran liegt das? And then when she has a drink, I think when she drinks water, then she has a feeling of fullness. Und wenn sie dann etwas trinkt danach, dann hat sie ein Völlegefühl. So do you have any tips for that? Habt ihr dafür einen Tipp? So, my dear friend, the most important thing is this, that you eat on time and in a peaceful environment. Also das Wichtigste, liebe Freunde, ist, dass Sie zur rechten Zeit essen und in einer friedvollen, ruhigen Umgebung. Simple but very important, chew your food nicely. Einfach, aber sehr wichtig, kauen Sie Ihr Essen gut. And have a gap of at least, let's say at least 1 hour after your food and having the water. So there should be a gap of 1 hour. Und es ist ganz gut, wenn man eine zeitliche Lücke von mindestens einer Stunde einhält zwischen dem Ende der Mahlzeit, bis man dann etwas trinkt. So what happens is this, there are 3 phases of digestion. Es ist nämlich so, dass es 3 Phasen der Verdauung gibt. So in the last phase, when you have already finished your lunch, the process of digestion starts. In der letzten Phase, wenn man seine Mahlzeit beendet, beginnt ja der Prozess der Verdauung. And if you will drink water over it, Und wenn man dann Wasser dazu trinkt, then maybe it will slow down the digestion process. dann kann dadurch der Verdauungsprozess verlangsamt werden. And that is the reason you feel, let's say, heavy or full after having water. Und dann fühlt man sich deswegen so voll oder hat dieses Völlegefühl, wenn man Wasser trinkt nach dem Essen. Regarding this sweet craving after the lunch, I think it will be good if you can have a little bit of maybe, let's say, cane sugar or date sugar, and better to have it before the lunch so that the vata can be balanced as well. Und was das Verlangen nach Süßem nach dem Essen anbelangt, ist es vielleicht gut, wenn man ein bisschen was mit Rohrzucker oder Kokoszucker isst. Und das kann man auch gut vor dem Essen schon machen. And that will also help you in better digestion and will give you a good fullness from the food, not from the water. Und das hilft auch bei einer besseren Verdauung und gibt einem ein befriedigendes Gefühl, den Magen gefüllt zu haben und nicht mit Wasser. Yeah. So the next question is about Ashwagandha. Die nächste Frage dreht sich um Ashwagandha. The person takes about 500 mg of Ashwagandha. Der Fragesteller nimmt etwa 500 Milligramm Ashwagandha Since around 5 months. seit ungefähr 5 Monaten. And the result is very good. Und das Ergebnis davon ist sehr gut. Much better sleep and good energy during daytime.
Viel besserer Schlaf und gute Energie während des Tages. And he's 58 years old. Er ist 58 Jahre alt. How long can he take ashwagandha? Wie lange kann man Ashwagandha einnehmen? Okay, all right. So ashwagandha, amlaki, shatavari, these are very good rasayanas. Ashwagandha und Amlaki sind sehr gute Rasayanas. So in Ayurveda, it is clearly said all these rasayanas, I mean anything which is rasayana, Im Ayurveda heißt es ganz klar, all diese Rasayanas oder alles, was ein Rasayana ist, can be taken on regular basis. kann regelmäßig eingenommen werden. And I must congratulate you because you had very good results. Und ich muss Ihnen gratulieren, denn offensichtlich hatten Sie sehr gute Ergebnisse. And the best part is this, that you are taking very good and optimum quality. Und das Wichtigste daran oder das Beste daran ist, dass Sie sehr gute, optimale Qualität davon einnehmen. Because often I have seen in my clinical practice that people sometimes exaggerate with the quantities. Und ich habe nämlich oft in meiner klinischen Praxis gesehen, dass es die Leute mit den Mengen übertreiben. And then we have to say, okay, takes the sign up for some time, then stop for some time. Und dann müssen wir manchmal sagen, nehmen Sie das Rasayana eine Zeit lang ein und dann hören Sie für eine Zeit lang wieder damit auf. So I think ashwagandha you can take on regular basis for even the whole year long. Und in diesem Fall, glaube ich, können Sie das Ashwagandha regelmäßig einnehmen, das ganze Jahr durch. Along with the benefits what you have received, let me just get you some more insights about ashwagandha. Und zu dem Nutzen, den Sie bereits beschrieben haben, lassen Sie mich noch etwas mehr zu dem Nutzen von Ashwagandha berichten. So ashwagandha gives you good strength. Ashwagandha gibt einem gute Stärke. Ashwagandha helps in balanced sleep. Ashwagandha hilft bei einem ausgeglichenen Schlaf. Even though ashwagandha helps in good memory and retention. Aber auch in guter Erinnerung, bei guter Erinnerung, gutem Gedächtnis. And ashwagandha is a very good strength booster for all the dhatus and tissues in our body. Und Ashwagandha gibt allen Dhatus im Körper eine gute Stärke und unterstützt sie. So ashwagandha is a complete rasayana, I would say. Ashwagandha ist also ein vollkommenes Rasayana, möchte ich sagen. Yes, and I think it is good to take it continuously, at least for these times, which are difficult times health-wise. And Ja. there Ja, und ich glaube, es ist eine gute Empfehlung, es regelmäßig einzunehmen, ganz besonders in unseren jetzigen Zeiten, die ja schwierig sind für die Gesundheit. Yeah, and there is some good research which is being conducted on ashwagandha with the reference to immunity. Und es gibt auch sehr gute Studien zu Ashwagandha in Bezug auf Immunität. That's very true, Dr. Richa. Das ist sehr gut, Dr. Richa. Because ashwagandha is a very good for all the dhatus, starting from the rasa dhatu to the ojas dhatu. Denn Ashwagandha ist wirklich für alle Dhatus gut, bis hin zum Ojas Dhatu. So it balances your doshas, it strengthens your dhatus, it brings very good ojas also. Es gleicht die Doshas aus, es stärkt die Dhatus und bringt auch sehr gutes Ojas. So again, congratulations to this person who is taking ashwagandha regularly. It will be very helpful for you. Herzlichen Glückwunsch also nochmal an den Fragesteller, der regelmäßig Ashwagandha einnimmt. Das wird sicherlich weiter sehr hilfreich sein. Yeah. So the next question. Die nächste Frage. I have an autoimmune disease called Graves' disease. Ich habe eine Autoimmunkrankheit mit der Bezeichnung Graves-Krankheit. Which is something to do with the thyroid. Das ist Morbus Basedow im Deutschen, was mit der Schilddrüse zu tun hat. So this person wants to know. Und diese Person möchte wissen, what should I eat and what should I not eat? Was sollte ich essen und was sollte ich nicht essen?
So that's again a very good question because Das ist auch wieder, yeah. excuse me, ist auch wieder eine sehr gute Frage. But my suggestion is this, that you must consult your family physician regularly. Meine Empfehlung oder mein Vorschlag ist, dass Sie regelmäßig Ihren Hausarzt sehen. Because I think this is a medical question and your family physician will be the right person to regularly assess your, let's say, your thyroid levels and the other clinical parameters too. Ich glaube, das ist eine medizinische Frage, die eigentlich an den Hausarzt zu richten ist und der wird Ihnen sehr gute Vorschläge oder Empfehlungen geben können, wenn er Ihren Tyrosinspiegel gemessen hat und wird Ihnen dann sagen können, was Ihnen gut tut. But I would certainly say that, when you know the diagnosis of your disease, it is very important to follow simple but very important rules of diet and daily hygiene. Aber ganz generell möchte ich sagen, dass wenn Sie Ihre medizinische Diagnose kennen, dass es dann ganz wichtig ist, dass Sie bestimmte grundlegende Empfehlungen in Ihren Lebensmitteln, mit Ihrer Ernährung befolgen. Simple, but most important, never take leftover or stale food. Never take? Leftover food. Leftover. Wichtig, aber wichtig und ist, dass Sie nie irgendwelches übrig gebliebenes Essen aufwärmen. Practice yogasanas and walk at least 30-40 minutes of morning walk every day. Machen Sie Yoga-Asanas und gehen Sie jeden Tag mindestens 30-40 Minuten spazieren. It will be good if you can do sun salutation in the morning as well. Und es wird auch Ihnen gut tun, wenn Sie morgens den Sonnengruß machen können. In the diet, it will be good if you can minimize the intake of cauliflower and cabbage. Und was die Ernährung anbelangt, dann sollten Sie Blumenkohl und Kohl generell eher vermeiden. Take care of your Agni. Use intelligent food like ginger and cumin in your food regularly. Kümmern Sie sich um Ihr Agni, essen Sie regelmäßig mit Ihren Mahlzeiten Ingwer und Kreuzkümmel. And I think the Super Rasayana, which we call Amrit Kalash, can be a very good help in balancing the doshas. Und ich glaube, unser Super Rasayana, das wir Amrit Kalash nennen, kann auch sehr gut sein, sehr gut dazu beitragen, dass die Doshas ins Gleichgewicht kommen. But as I said, on the top of it, keep the track of the pathological values and keep visiting your family physician regularly for monitoring it. Aber wie ich schon sagte, ganz wichtig ist, dass Sie mit dem Hausarzt Kontakt halten und Ihre Schilddrüsenwerte überwachen lassen. One more thing I would like to add, it will be good also if you can minimize the intake of gluten and lactose in your diet too. Eines möchte ich noch ergänzen. Es wird Ihnen auch gut tun, wenn Sie wenig Gluten und Laktose zu sich nehmen, also wenn Sie das vermeiden in Ihrer Ernährung. More of seasonal fruits and regular intake of vegetable soups will be also beneficial. Und Früchte gemäß der Jahreszeit und Gemüsesuppen wären auch zu empfehlen. Yes, doctor. I think the sun salutation or the morning walk is very important because thyroid has some connection with the sun. Ja, And ich glaube, dass der Sonnengruß am Morgen und der morgendliche Spaziergang beide sehr wichtig und sehr hilfreich sein werden, denn die Schilddrüse hat einen Bezug zur Sonne. So once I think this diet and daily routine is strictly followed, Ich denke, wenn man diese Ernährungsempfehlung und die tägliche Routine strikt befolgt and the waking up time and seeing the sun in the morning, und man zu einer Zeit aufsteht, wo man morgens die Sonne dann sieht, I think that will be really helpful in a thyroid related problem. so glaube ich, dass das wirklich hilfreich sein wird bei einem Schilddrüsenproblem. That's true, Dr. Richa, because according to Ayurveda, thyroid, even hypo or hyperthyroidism happens when you have Agni imbalance.
or let's Ja, say das- low Agni, low Pitta. Das ist richtig, Dr. Richard, denn die Schilddrüsenprobleme entstehen, wenn das Agni aus dem Gleichgewicht ist und man zu wenig Pitta hat. So if you do sun salutation or sunbathing in the morning, it is going to balance the Pitta for sure. Und wenn man morgens den Sonnengruß macht oder morgens ein Sonnenbad nehmen kann, dann ist das sicherlich sehr gut für das Pitta. And as we discussed that having these superfoods like ginger, cumin in the food will also balance the Agni and help in balancing the Vata Kapha too. Und dieses Superfood wie Ingwer und Kreuzkümmel, wie wir gesagt haben, hilft dabei, das Agni auszugleichen und die Doshas auszugleichen. Yes. So moving on to the next question. This is regarding cataract. Gehen wir zur nächsten Frage weiter. Dabei geht es um den grauen Star. So the person's eye specialist Der Augenarzt des Fragestellers says that cataract is a normal sign of aging and can affect anyone. Der Augenarzt sagt also, dass der graue Star eine ganz normale Alterserscheinung sei, die jeden betreffen kann. So is there anything to avoid or counteract it in Ayurveda? Gibt es eine Möglichkeit, das zu vermeiden oder gegenzusteuern? Well, that's again a very good question because yes, that's true also that cataract is usually an aging disorder. Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage, denn ja, es ist wahr in der Regel, dass der graue Star eine altersbezogene Krankheit ist. But since the beginning of our all webinars, we have been speaking about rasayanas and improving the vitality and strength of the body. Aber seit Anfang unserer Webinare haben wir über die Wichtigkeit der Vitalität gesprochen und über die Verbesserung dieser Vitalität in unserem Körper. So I think the best way of preventing it is to take care of the aging process and having good dhatus in the body. Das Beste ist also, diesen Alterungsprozess zu verhindern oder zu verringern, indem man dafür sorgt, dass man eine gute Datus hat, also gutes Agni auf den Dhatu-Ebenen hat. And the simple thumb rule is follow the laws of nature, daily and seasonal regime. Und die einfache Empfehlung ist, befolgen Sie die Naturgesetze, was die Tagesroutine anbelangt und was die Jahreszeiten anbelangt. On the top of it, definitely have more fruits, good in proteins, good in vitamins as well. Und außerdem viele Früchte, viele Vitamine und eine gute Routine. Ghee in Ayurveda is said to be chakshusha. It means it helps in balancing the eyesight. So if you take regular optimum amount of ghee every day, it is also very helpful. Und Ghee ist nach dem Ayurveda Chakshusha, das heißt, es ist sehr ausgleichend und wenn man die optimale Menge an Ghee täglich zu sich nimmt, dann ist das auch sehr hilfreich. And amalki, which is called as Indian gooseberry, has also proven, even in the research, is also a very good tonic for the eyes. Und auch Amalki, die sogenannte indische Stachelbeere, ist auch sehr gut in ihrer Wirkung für die Augen. Along with this, some yoga exercises like Trata Karma and palming, these are also very beneficial. Und es gibt auch bestimmte Yoga-Übungen, die dafür sehr hilfreich sind und auch wenn man die Handflächen aneinander reibt und auf die Augen legt. So I think these will help. Ich glaube, das wird helfen. Yes. So the next question is about connective tissue proliferation. Die nächste Frage dreht sich um eine Bindegewebsvermehrung. So the person has bumps in his fingers, which are hardening. Der Fragesteller hat Beulen an den Fingern, die sich verhärten. And the doctor suggests surgery for that. Der Arzt hat Operation empfohlen, deswegen. And he is mainly Pitta dosha
followed by Vata. That is what Und- is written. Und er hat in erster Linie ein starkes Pitta, gefolgt von Vata. And there has been some problems in his life, because of which this has become worse. Und er hatte einige Probleme im Leben, die bewirkt haben, dass das Problem schlimmer geworden ist. So can we give some advice about this connective tissue proliferation, which will help to reduce that according to Ayurveda? Können wir also Empfehlungen geben bezüglich dieser Bindegewebsvermehrung, die ihm nach dem Ayurveda helfen könnten? Okay, so what I think is that that in the beginning, this person needs ama cleansing, which will be very, very important. Als erstes glaube ich, braucht diese Person eine Ama-Reinigung. Das wäre sehr, sehr wichtig. Because even if it is a connective tissue problem where there are some proliferation, some bumps also, it symbolizes that this is basically ama which has got accumulated in the connective tissue or the joints. Denn selbst wenn das eine Bindegewebsvermehrung ist, dass da diese Beulen bildet, so ist das doch ein Zeichen davon, dass Ama sich angehäuft hat und in Form dieses Bindegewebes sich an bestimmten Stellen ansammelt im Körper. So in the diet, as I always suggest and request everyone to use good, not spicy, but good amount of spices and cook the food is very important. Was die Ernährung anbelangt, empfehle ich ja immer, dass man ein gut gewürztes, nicht scharf gewürztes, aber gut gewürztes Essen zu sich nimmt. Along with that, oil pulling or gandusha every day in the morning is also very good. Außerdem ist morgens das Ölziehen oder Gandusha sehr gut. And in the previous webinars, we had just one specific webinar about the benefits of self-abhyanga, a body massage. That is also very, very important. Und in einem unserer letzten Webinare hatten wir auch ein ganzes Webinar über Abhyanga, also die Selbstölmassage, und auch die ist sehr wichtig. And the most important, regular exercises, yoga, asanas, pranayam plays a very, very important role. Und ganz, ganz wichtig ist, regelmäßige körperliche Betätigung und Yoga-Asanas sind sehr, sehr wichtig. Also körperliche Bewegung. I think, very importantly speaking, daily regime, like waking up on time, having sunbathing, oil pulling, self-abhyanga, the simple but very important steps plays important role as well. Die tägliche Routine ist einfach auch sehr wichtig, rechtzeitig aufzuwachen, Sonnengruß zu machen, ein Sonnenbad zu machen und all diese täglichen Routineaspekte, die sind alle sehr wichtig hierbei. Our rasayanas like calciocare, moringa, ashwagandha, they will also help you a lot. Und auch Calciocare, Moringa und Ashwagandha als Rasayanas helfen hier. Try to avoid citrus food Versuchen Sie, Zitrusfrüchte zu meiden. and always have cooked and freshly cooked as well as warm food. Und nehmen Sie immer frisch gekochtes, warmes Essen zu sich. That will help you a lot. Das hilft Ihnen sicherlich sehr. Yes. So we are running out of time now, So langsam ist unsere Zeit jetzt zu Ende. but maybe a couple of small questions we will finish with. Vielleicht noch ein paar kurze Fragen, die wir dran nehmen können. So this is from an 82-year-old person. Eine 82-Jährige fragt, He is Pitta type and also meditates, sie ist Pitta und meditiert auch, but sometimes has vertigo. Can you give some tips for that? und sie hat manchmal unter Schwindel zu leiden. Gibt es dafür Empfehlungen? All right. So vertigo is also a medical problem. Auch Schwindel ist ein medizinisches Problem. It may be very simple and it may be a little complicated. Das kann ganz einfache Gründe haben, es kann aber auch recht kompliziert sein. And based on your age, my friend, my suggestion is this: definitely visit a nearby physician for a thorough checkup. Und wenn ich Ihr Alter bedenke, liebe Freundin, dann würde ich Ihnen ganz gewiss empfehlen, dass Sie Ihren Arzt konsultieren zu diesem Thema. Because if you have vertigo, it is also very important that you must do even your asanas, like yoga asanas, with the proper guidance.
Denn wenn Sie unter Schwindel leiden, dann ist es zum Beispiel auch wichtig, dass Sie Ihre Yoga-Asanas mit der richtigen Anleitung ausüben. If you are doing exercise in asanas, my suggestion is this: try to avoid any kind of forward and backward bending poses. Wenn Sie sich sportlich betätigen oder Asanas machen, dann empfehle ich Ihnen, es zu vermeiden, dass Sie sich zu weit nach vorne oder nach hinten beugen. Vertigo can be a symptom of any kind of neurological disorder or cervical problem also. Ein Schwindel kann ein neurologisches Problem sein, or neurological, or which one? Cervical vertebrae. Oder mit den Halswirbeln zu tun haben. So it will be good to consult a physician nearby. Deswegen wäre es gut, einen Arzt dazu zu ziehen. In the diet, try to minimize the intake of caffeine. Was die Ernährung anbelangt, versuchen Sie weniger Koffein zu sich zu nehmen. Raisins, dates and moringa, they will be of great help for you. Rosinen, Datteln und Moringa sind sehr hilfreich für Sie. And your diet have good amount of proteins and vitamins too. Und sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrer Ernährung gut mit Eiweißen und mit Vitaminen versorgt sind. And one last tip, try to avoid big pillows while you're sleeping. Und noch ein letzter Tipp, vermeiden Sie es, ein zu dickes Kopfkissen zu nehmen, wenn Sie schlafen. I think these small things will help you for sure. Und ich glaube, diese kleinen Dinge werden Ihnen bestimmt weiterhelfen. So the last question. Die letzte Frage. This is a Vata type person. Eine Vata-Person. And seems to have a weak spleen. Und sie scheint eine schwache Milz zu haben. And how can he strengthen it through the diet? Und wie kann man die durch die Ernährung stärken? That's a very, very important question. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Because, Dr. Richa, we always speak about liver, we always speak about the intestines, we speak about heart, we speak about the brain. Denn wir sprechen ja immer über das Herz und über das Gehirn. But spleen is one of the most important organs in our body, which usually people don't put attention to. Aber die Milz ist eines unserer wichtigsten Organe in unserem Körper, auf die wir sonst eigentlich meistens gar nicht achten. But medically speaking, spleen is an organ which gets imbalanced if you have any kind of imbalance in any organ. So any organ would have any problem, the spleen will get affected. Aber die Milz ist ein Organ, die, wenn andere Organe ein Ungleichgewicht haben, immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn irgendein Organ im Ungleichgewicht ist, dann kommt auch die Milz ins Ungleichgewicht. So it's very important actually. Deswegen ist sie sehr wichtig. Some food items which I would like to specify, which are very helpful in balancing or let's say taking care of spleen. Es gibt einige Nahrungsmittel, die sehr hilfreich dabei sind, wenn die Milz wieder ins Gleichgewicht gebracht werden soll. Carrot, Karotten, broccoli, Brokkoli, garlic in moderation, Knoblauch in geringen Mengen, sweet potatoes, Süßkartoffeln, lentils, Linsen, oats, Haferflocken, celery, Sellerie, and some spices like nutmeg, cinnamon, and black pepper and white pepper. They're very good. Nutmeg, Cinnamon and black pepper and white pepper. Und an Gewürzen Muskatnuss, Zimt, schwarzer Pfeffer und weißer Pfeffer. They are very helpful in balancing, or let's say keeping your spleen healthy. Die sind sehr hilfreich und halten die Milz gesund. Nice, Dr. Saurabh. Thank you for all of those answers and all the helpful tips. Vielen Dank, Dr. Saurabh. Vielen Dank für alle Ihre Antworten und die hilfreichen Tipps. And I hope our friends enjoyed listening to the answers. Und ich hoffe, dass unsere Freunde Freude an den Antworten hatten. And if we have not been able to take some questions, you can always write to us.
Und wenn wir nicht alle Fragen beantworten konnten, dann dürfen Sie uns gerne immer schreiben. And I hope you will all keep subscribing our channel. Und ich hoffe, dass Sie alle weiterhin unseren Kanal abonnieren werden And liking our videos. und unsere Videos liken. And we will keep bringing up question and answer session for you with our expert, Dr. Saurabh. Und wir werden weiterhin Frage-Antwort-Treffen mit unserem Experten Dr. Saurabh für Sie bringen. So have a very good evening. Also noch einen sehr schönen Abend für Sie. And see you all next time. Und bis zum nächsten Mal. Namaskar. Namaskar.